Wernigerode am Harz ist nicht nur wegen seiner malerischen Lage beliebt. Es hat auch eine lange und wechselvolle Geschichte. Besonders als der Bauernkrieg im Frühjahr 1525 die Region erreichte und Bürger aus Wernigerode und Bauern aus der Gegend das nahegelegene Kloster Himmelpforte stürmten. Es wurde nie wieder aufgebaut und verschwand mit der Zeit, bis die Archäologen kamen. Heute finden sich nur noch wenige Reste, die an diese Ereignisse erinnern. Auch wenn das Kloster nie aus dem Gedächtnis der Menschen verschwand. Es gehörte zum Augustiner-Eremitenorden. Der Wald, in dem es stand, ist heute als Luther-Gedenkort bekannt. Hier, wo das Augustinerkloster Himmelpforte stand, hat Dr. Martin Luther am 6. August 1517 mit Johann Staupitz den Ablasshandel besprochen, bevor er am 31. Oktober desselben Jahres die 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg anschlug. Errichtet am 31. Oktober 1917, eine feste Burg ist unser Gott. Seit 2022 führen das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt mit Unterstützung der Stadt Wernigerode Forschungen an der Klosterstätte durch. Dazu gehören geophysikalische Untersuchungen, Metalldetektorprospektionen und Ausgrabungen. Sie sollen die spärlichen schriftlichen Quellen ergänzen. Man weiß, dass dieses Kloster in der Mitte des 13. Jahrhunderts gegründet wurde. Das ist die Zeit, in der auch der Augustiner-Eremitenorden entsteht. Dieses Kloster ist dann ausgestattet worden von Stiftern und hat eigentlich ein recht beschauliches und ruhiges Dasein geführt. Es gab auch natürlich aufregende Zeiten. Das Kloster ist im 14. Jahrhundert einmal niedergebrannt worden in einem Konflikt und auch im 15. Jahrhundert durch Brand geschädigt worden. Aber die aufregendste Zeit war wahrscheinlich die Zeit des Bauernkriegs, als das Kloster Ende April, Anfang Mai 1525 geplündert wurde. Wie groß der Klosterkomplex war, zeigt sich erstmals nach einer Geomagnetik-Untersuchung. Der umfangreiche Gebäudekomplex befand sich am Rand einer terrassenartigen Erweiterung im oberen Abschnitt des Tales. 7 Grabungsschnitte mit einer Gesamtfläche von 1600 Quadratmetern werden ausgewählt, um die genaue Struktur des Klosters zu erkunden. Aus den Schriftquellen weiß man von einer Kirche und einem Kapellenanbau. Gleich unter der Oberfläche treten die ersten Mauerreste zutage. Die Ausgräber finden Kalksteinplatten, polygonale Ziegel und vieles mehr. Wir sehen hier diese Mauer, die durchzieht. Das war also die Innenseite praktisch dieses Gebäudes. Das Gebäude zog bis da hinten hin. Wir haben in diesem Bereich hier den Kreuzhof oder Paradiesgarten. Die Mauer, die den Kreuzgang trennte vom Hof. Sehr gut erhalten der Kreuzgang. Und dahinter kommt dann das Gebäude. Und das Gebäude hat ein hochinteressantes Innenleben. Es spricht viel dafür, dass es eine Warmluftheizung gewesen ist. Eine sehr komfortable Heizanlage, wie wir sie im Mittelalter vor allem aus Klöstern, aber auch aus Burgen und aus den Häusern reicher Patrizier kennen. Wenn das zutrifft, dann können wir hier wahrscheinlich den Wärmeraum des Klosters erwarten, in dem sich also kranke und alte Mitglieder des Konventes aufwärmen durften im ansonsten ungeheizten Kloster. Schicht für Schicht wird die Geschichte freigelegt. Gegründet vor 1253 vom Adelsgeschlecht derer von Hartesrode, wohl in Nachfolge eines noch älteren Wilhelmitenkonventes, sammelten die Mönche frühzeitig erheblichen Besitz. Die guten Beziehungen zu den Bürgern Wernigerodes und zum Grafenhaus auf dem Schloss zahlten sich aus.
Das ist eigentlich der wichtigste Teil der diesjährigen Grabung, insofern als das gelungen ist, hier die Kirche zu finden. War eine dreischiffige Basilika offensichtlich. Wir haben sie erst teilweise freigelegt, aber doch den Westabschluss sehr schön erfasst. Ich kann den hier ganz im Hintergrund sehen. Das ist die Westmauer der Kirche, die zog dann hier rüber. Und wir sehen hier auch recht klar die Pfeilerreihe, die das südliche Seitenschiff vom Hauptschiff getrennt hat. Also dieses hier war das Hauptschiff und dann hier gehen auch die Pfeiler weiter. Dort war also dann das Seitenschiff und die Gegenseite ist dann hier drunter zu erwarten, aber das haben wir noch nicht erfasst. In der Geomagnetik sind die Umrisse dieser Klostergebäude schon recht deutlich zu sehen. Kirche und Klausur bilden ein nicht ganz symmetrisch aufgebautes Geviert von etwa 40 bis 45 Meter Breite. Genauso lang wie die der Maria und dem heiligen Augustinus geweihte Kirche. In dieser Kirche, die sicherlich in die zweite Hälfte des 13. Jahrhunderts im Wesentlichen zu datieren ist, sind an verschiedenen Stellen die Fußböden erhalten, Steinfußböden, wie wir sie schon aus dem Kreuzgang auch kennen. Dann haben wir in einer späten Phase diese formschönen sechseckigen Ziegel, die als Fliesen hier offensichtlich in großem Stile vereinheitlichend eingebracht worden sind, um 1500 oder etwas später sogar. Wir haben außerdem noch viereckige Ziegelfliesen, die verziert sind, so mit Kreuzen und Andreaskreuzen. Und besonders eindrucksvoll, die auch natürlich in einer Kirche im Grunde zu erwarten, aber fast nie erhalten sind, sind also hier diese Grabplatten. Wir haben eine Platte, die unfertig erscheint. Sie ist nicht beschriftet, es ist nur eine Rahmung vorgenommen worden mit Rundeln in den Ecken und Sternen. Da wissen wir, sie bleibt also anonym für uns. Und dann haben wir hier also eine auf das Jahr 1520 datierte Platte. Es grenzt an ein Wunder, dass sich ein so wertvoller Grabstein bis heute erhalten hat. Nicht nur die Inschrift ist zu lesen, auch die Lage und das Bild der Bestatteten berichten aufschlussreiche Details. Dargestellt ist eine junge Frau mit offenem, langen Haar. Das heißt, es war eine unverheiratete Frau, das sagt auch die Inschrift, eine Jungfrau. Und sie ist dargestellt als eine sehr fromme Frau mit dem Rosenkranz in der Hand. Die Inschrift beginnt oben links mit dem Wort Anno im Jahre 1520, Dienstag St. Pauls des ersten Ehensiedlerstag, ist verstorben die tugendhafte Jungfrau, stark gekürzt. Und dann müsste der Name kommen. Der ist nicht ganz klar zu lesen. Ich meine, er geht mit einem G los und dann kommt ein E und dann ist es gekürzt. Könnte Gertrud heißen. Dann haben wir den Familiennamen von Königstein, der Gott Gnad. Und dann ganz interessant, ihre Stellung ist Dienerin gewesen, und dann kommt ein weiterer Name, gnädige Frave Anna von Königstein, und dann endet die Inschrift. Also wir haben es hier also mit einer adligen Dienerin, einer hochadligen Frau zu tun. Die mitten im Wald gelegene Klosterkirche erfreute sich nicht nur im nahen Wernigerode großen Ansehens. Die Grafen von Stolberg bedachten das Kloster mit reich ausgestatteten Stiftungen. Für 1497 ist eine Wallfahrt belegt. Man zog mit besonderer Freude zu dem Kirchlein in der schattigen Waldeinsamkeit. Umso unverständlicher ist es, was im Mai 1525 passierte. Das ist eine Brandschicht, eine oder mehrere Brandschichten, und die sind natürlich beim Abbrennen des Klosters entstanden und sind hier natürlich ein absolutes Zeugnis der Zerstörung. Ne? Die Brandschicht, die liegt halt vor allem auf diesem eingestürzten Gewölbe, was man hier ganz gut im Profil sieht, eben oben drauf. Im freigelegten Keller finden sich Reste der gemauerten Gewölbe, die durch den Brand regelrecht eingebrochen sind. Doch die Mittelalterspezialisten dokumentieren nicht nur die Lage der Mauern und Gewölbe, sondern interessieren sich für Funde. Vielleicht hat sich unter dem Schutt etwas aus der Zeit des Klosters erhalten. Damit kein Zeugnis verloren geht,
wird auch der Aushub mit einem Metalldetektor untersucht. Es ist rund, es könnte ein Pilgerabzeichen, könnte auch eine Münze sein, aber da es sich im Bleibereich befindet, würde ich sagen, es ist ein Pilgerzeichen. Also es ist auf alle Fälle ein Kreuz drauf. Das ist aber typisch für ein Kloster. Alle Funde stammen aus der Zeit zwischen dem 13. und 16. Jahrhundert. Mit jedem Kubikmeter Aushub wird die Struktur des Klosterkomplexes deutlicher erkennbar, das hier 280 Jahre lang stand. Mit jedem freigelegten Mauerzug und jedem neuen Fund wird der Alltag, die Spiritualität und der Wohlstand der klösterlichen Gemeinschaft deutlich. Das sind eigentlich Dinge, die sehr typisch für ein Kloster sind, alle auf ihre Art. Wir haben zum Beispiel hier also solche schönen Pressblechbeschläge, die waren von den Paramenten, also von den Textilien, die in der Messe, in der Kirche verwendet wurden. Hier haben wir einen Löffel, das Bruchstück eines Buntmetalllöffels. Hier aus einem ganz anderen Zusammenhang. Das ist eine Klappwaage, also eigentlich wie eine Brief- oder Feinwaage, datiert ins 13. Jahrhundert und wurde verwendet, um kleine Mengen Silber fein zu wiegen. Pilgerzeichen sind hier, die eben ja auch von allgemeiner Frömmigkeit zeugt. Hier kann man also sehr schön eben so eine Maria mit Jesus erkennen. Wir haben hier zum Beispiel einen schönen Griffel. Damit konnte man also auf Wachstafeln schreiben. Also die geben ein gutes Zeugnis auch von Schriftlichkeit. Also das sind vor allem also für Rechengeschäfte. Sehr schöner Fund hier zusammen auch mit einer Münze. Hier haben wir ein paar Tonmurmeln, die also auch zeigen, dass also nicht nur fromm gebetet wurde, sondern auch gespielt wurde. Das ist ein sogenannter Zapfhahn oder ein Drehküken, das man also in ein Fass einlassen konnte mit einem Durchgang. Und dann konnte man hier oben drehen und konnte den Durchlauf also sperren oder durchlaufen lassen. Ja, und obendrauf ist mal ein kleines Hähnchen oder auch ein sogenanntes Drehküken. Und das ist der Grund, warum unser Wasserhahn heute noch Wasserhahn heißt. Neben den Erkenntnissen der archäologischen Untersuchung berichten schriftliche Quellen vom Wirken einflussreicher Augustiner-Eremiten. Im frühen 16. Jahrhundert wuchs das Kloster zu einem intellektuellen und spirituellen Zentrum der Ordensgemeinschaft heran. Doch weiß man auch, wer es im Frühjahr 1525 geplündert hat. Diese Ereignisse sind insofern ganz gut dokumentiert, weil der Graf von Stolberg eben als Schutzherr des Klosters natürlich die Täter bestrafen musste. Und es konnte ein Redelsführer ausgemacht werden, ein Bürger von Wernigerode, ein Wundarzt, Barbier, gemeinsam mit ein paar Leuten eben vor die Tore Wernigerodes gezogen und hat das vor der Stadt liegende Kloster Himmelpforte geplündert. Das hat er gestanden. Er ist dafür aber eigentlich nicht so hart bestraft worden, wie ursprünglich gedacht. Er ist zum Tode verurteilt worden, dann aber begnadigt worden. Warum man Gnade walten ließ, ist nicht überliefert. Durch die archäologischen Untersuchungen und moderne Technik wissen wir wieder, wie das Augustinerkloster im Wald bei Wernigerode ausgesehen hat. Kirche und Klausur waren aus Bruchsteinen gebaut. Die Dächer sind schiefergedeckt. Im Süden befindet sich die dreischiffige Kirche. 1525 kehrten die geflohenen Mönche noch einmal nach Himmelpforte zurück. Alle halbherzigen Versuche, das Kloster nach der Zerstörung wieder in Betrieb zu nehmen, fruchteten nicht. Mitte des 19. Jahrhunderts waren die Ruinen fast vollständig verschwunden. Doch die Erinnerung an die Ereignisse vor 500 Jahren blieb im kollektiven Gedächtnis erhalten. Mit der Suche nach dem verschwundenen Kloster im Wald gewinnen die dramatischen Geschehnisse des Jahres 1525 eine Facette dazu und verknüpfen die Region auf eine besondere, geradezu greifbare Weise mit dem Bauernkrieg.